Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Ossi. Die Autobiografie bietet einen faszinierenden Einblick in das facettenreiche Leben einer der berüchtigtsten Persönlichkeiten der Rockgeschichte, Ozzy Osbourne. Bekannt als der legendäre Frontmann von Black Sabbath hat sich Ozzy nicht nur durch seine wilde Bühnenpräsenz, sondern auch durch seine skandalträchtigen Eskapaden und bemerkenswerte Überlebenskraft einen festen Platz in der Popkultur erobert. Die Autobiografie führt den Leser von Ozzys bescheidenen Anfängen in Birmingham, England, durch seine Reise zum weltweiten Ruhm und beleuchtet seine persönlichen Dämonen, aber auch die Momente des Erfolgs und der Freude. Mit brutal ehrlicher Sprache, schwarzem Humor und einer Vielzahl von Anekdoten erzählt Ozzy von seinen Kämpfen mit Drogenmissbrauch, den Herausforderungen des Ruhms und den Beziehungen, die sein Leben geprägt haben. Das Buch fängt die schonungslose Offenheit und den einzigartigen Charakter von Ozzy Osbourne auf eine Weise ein, die sowohl langjährige Fans als auch Neulinge in seinen Bann zieht. Die Leserinnen und Leser werden Zeugen eines außergewöhnlichen Lebens, das von Tiefschlägen, aber auch großen Siegen und der unerschütterlichen Liebe zur Musik geprägt ist. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Kindheit und Jugend von Ozzy Osbourne. Das Buch beginnt mit der Schilderung von Ozzys Jugend in einer Arbeiterfamilie in Birmingham. Ozzy wächst in sehr einfachen Verhältnissen auf. Die Gegend ist geprägt von Armut, Kriminalität und einem Mangel an Zukunftsperspektiven. Der Autor spricht offen über seine schlechte schulische Leistung, seine ersten Begegnungen mit Alkohol und seine Begeisterung für Musik, die früh entfacht wurde. Diese Jahre sind von Unsicherheiten und dem ständigen Bemühen geprägt, aus dem vorgezeichneten Lebensweg auszubrechen. Die Beziehung zu seinen Eltern ist eine Mischung aus Strenge und Fürsorglichkeit. Seine Mutter will ihn auf dem rechten Weg halten, der Vater zeigt wenig Verständnis. Diese Zeit bildet die Grundlage für Ozzys spätere Sehnsucht nach Erfolg und Aufmerksamkeit. Zweitens. Die Gründung und der Durchbruch mit Black Sabbath. Ein zentrales Thema der Autobiografie ist die Entstehung von Black Sabbath. Ozzy schildert die inspirierenden, chaotischen und manchmal zufälligen Umstände, die zur Gründung einer der einflussreichsten Heavy-Metal-Bands der Welt führten. Die Chemie zwischen Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward und ihm selbst ist von Anfang an explosiv, getragen von Kreativität, Rebellion und gegenseitigen Reibereien. Der Autor beschreibt die Entwicklung des einzigartigen Sounds, die ersten Auftritte und ihren kometenhaften Aufstieg in den 1970ern. Doch mit dem Erfolg folgen auch erste Eskapaden, Streitereien und die schleichende Entfremdung innerhalb der Band. Ozzys Berichte zeigen, wie Ruhm und Drogenkonsum schnell außer Kontrolle geraten können. Drittens. Ozzys persönliche Abgründe, Sucht und Abhängigkeit. Dieses Thema zieht sich als roter Faden durch das gesamte Buch. Ozzy beschreibt detailliert seine jahrelangen Kämpfe mit Alkohol, Drogen und Medikamenten. Für ihn sind Suchtmittel eine Möglichkeit, mit Stress, Druck und Unsicherheiten umzugehen. Aber sie führen auch zu tragischen Situationen, Selbstzerstörung und zahlreichen Nahtoderfahrungen. Der schonungslose Einblick in Rückfälle, Therapieversuche und die Auswirkungen auf Privatleben und Karriere verdeutlicht, wie tief Ozzy in den Abgrund blicken musste. Die Offenheit, mit der er seine Fehler, Peinlichkeiten und sogar kriminellen Handlungen zugibt, machen dieses Buch authentisch und ehrlich. Trotz aller Dunkelheit bleibt die Hoffnung auf Besserung und eine Suche nach Sinn erkennbar. Viertens. Familie, Liebe und persönliche Beziehungen. Ein überraschend großer Raum in Ozzys Autobiografie kommt dem Thema Familie und Liebe zu. Die Beziehung zu Sharon, seiner Ehefrau und Managerin, steht immer wieder im Mittelpunkt. Sharon hilft Ozzy, sein Leben und seine Karriere nicht vollends zu verlieren, und steht ihm selbst in den dunkelsten Stunden bei. Aber auch Konflikte, Trennungen und die Herausforderungen einer berühmten Familie werden ehrlich beleuchtet. Seine Kinder, Freundschaften und berufliche Partnerschaften prägen ihn ebenso wie die Schattenseiten des Ruhms. Ozzy gibt zu, dass er oft ein schwieriger Vater und Partner war
nimmt aber auch Verantwortung für seine Fehler. Die persönlichen Geschichten zeigen, wie wichtig Unterstützung und Loyalität auf seiner Reise waren. Schließlich Ossis Vermächtnis und Ausblick auf das Leben danach. Abschließend reflektiert Ossi über sein langes Leben im Rampenlicht und den Preis, den er dafür bezahlt hat. Trotz aller Tiefschläge bleibt sein Einfluss auf die Musik unbestritten. Er spricht über sein Vermächtnis als Pionier des Heavy Metal, seinen Status als Kultfigur und darüber, wie das Bild der Öffentlichkeit nicht immer mit der privaten Realität übereinstimmt. Ozzy sinniert über die eigenen Fehler, Entwicklungen und die Frage nach Reue. Gleichzeitig blickt er mit Humor auf die absurden und skurrilen Episoden seines Lebens zurück und zieht eine Bilanz, die sowohl dankbar als auch reflektiert ist. Für ihn bleibt das Wichtigste, sich selbst treu zu bleiben und das Leben in vollen Zügen zu leben, trotz aller Widrigkeiten. Zusammenfassend Ozzy. Die Autobiografie richtet sich an ein breites Publikum. Musikliebhaber, Fans von Black Sabbath, Interessierte an Rockgeschichte und alle, die authentische Geschichten aus erster Hand mögen. Besonders für Leserinnen und Leser, die mehr über die Höhen und Tiefen der Musikindustrie erfahren möchten, bietet das Buch faszinierende Einblicke. Es ist mehr als nur das Porträt eines Rockstars. Es ist eine ehrliche Auseinandersetzung mit menschlichen Schwächen, der Suche nach Identität und dem Preis des Ruhms. Die Offenheit und Selbstironie, mit der Ozzy seine Geschichte erzählt, machen das Buch außergewöhnlich und berührend. Es bietet Inspiration, Mut zur Ehrlichkeit und zeigt, dass auch die dunkelsten Zeiten überwunden werden können. Wer dieses Buch liest, erhält nicht nur einen Blick hinter die Kulissen des Rock'n'Roll, sondern auch wertvolle Lektionen über das Leben, Scheitern und Wiederaufstehen. Gerade in Zeiten, in denen Authentizität gefragt ist, hebt sich Ozzys Autobiografie von vielen anderen Musikerbiografien ab. Sie ist schonungslos, witzig und zutiefst menschlich. Aus diesen Gründen lohnt es sich, zu diesem Buch zu greifen, anstatt zu einer beliebigen anderen Rockerbiografie. Es bietet einzigartige Erzählungen, echte Lebensweisheiten und eine mitreißende Lektüre. Wenn Sie unterstützen möchten, Ozzy Osbourne, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.